Ja, hallo, mein Name ist Mischa Vögtl-Egloff und ich begrüße Sie herzlich zu diesem kleinen Video. Mein Name ist René Vögtli, der Ehepartner, und meine Frau und ich möchten heute euch anlässlich der Corona-Notsituation etwas ganz Spezielles vorstellen. Ja, ich habe heute Morgen eine Behandlung gehabt, also die Fernmethode angewandt, die wir Ihnen vorstellen möchten. Vor ein paar Tagen hat mich eine Frau angerufen, sehr in großer Verzweiflung. Sie hat eine Krebsdiagnose erhalten und wollte unbedingt noch zusätzlich zur schulmedizinischen Behandlung etwas für sich selber tun. Ich konnte dann heute um 11 ihr Reiki in die Hände geben und nachher noch die Selbstbehandlung beibringen. Sie hat sich enorm gefreut, dass sie jetzt eben sich selber auch etwas noch Gutes tun kann. Es hat sie auch beruhigt. Sie fühlt sich zuversichtlicher. Diese Fernmethode ist etwas, das haben wir vor 30 Jahren gelernt. Mit dem sind wir aber sehr zurückhaltend umgegangen, weil es doch einer persönlichen Betreuung bedarf. Gewisse Rahmenbedingungen wollen erfüllt sein. Ich habe mich sehr gefreut in der Vorbereitung auf das Video heute, habe ich gestern in unserem Fallstudienarchiv nachgeguckt und gesehen, dass vor 15 Jahren eine Ärztin in Deutschland genau diese Technik, eine Schülerin von uns, angewandt hat, bei einer Patientin von ihr, einer Mutter und einem Kind auf der Intensivstation, die beide dem Tode nahe gewesen sind. Und es freut mich riesig und ich möchte meine Frau bitten, noch eine andere Fallgeschichte vorzutragen, die veranschaulicht, weshalb wir gerade jetzt in dieser schwierigen Corona-Situation mit dieser Methode an die Öffentlichkeit treten. Ja, das war ein ganz konkreter Fall vor etwa 20 Jahren. Eine sehr gute Freundin von mir, deren Patenkind hatte sich mit 23 Jahren das Leben genommen. Sie hatte mich gefragt, was kann ich noch machen? Sie selber hatte natürlich Reiki, ist nach Österreich gefahren und die ganze Familie hat sofort gespürt, dass da etwas Gutes kommt, dass da eine positive Energie kommt. Meine Freundin hat die Familie dann aufgeklärt. Ich durfte die ganze Familie einstimmen auf Reiki und die haben sich selber dann auch sofort behandeln können. Im August dann, also ein paar Monate später, kam die Familie in die Schweiz. René hat das Kinderseminar gegeben, ich habe das Erwachsenenseminar gegeben und war sehr erfreut und auch ein bisschen überrascht. Die Mutter, die Eltern sind beide Ärzte, hat nicht nur sich selber behandelt und sich selber helfen können, sondern sie hat auch sehr erfolgreich andere Menschen im Krankenhaus behandeln können. Genau. Und im Moment können Sie nicht raus, wir können nicht raus. Es ist möglich, dass Sie in einer Notsituation sind, für sich selber oder für Ihre Angehörigen. Und wir sind hier mit diesem Angebot, Sie persönlich zu betreuen, Ihnen auf die Distanz Reiki quasi in die Hände zu geben und auf diese moderne Art und Weise Ihnen die Behandlung, die Selbstbehandlung beizubringen und ihnen auch zu zeigen, wie man ihre Angehörigen, ihre Familie, wie sie mit Reiki behandeln können. Selbstverständlich ist das nur in Ergänzung zur herkömmlichen schulmedizinischen Betreuung, das versteht sich von selber, aber wir freuen uns in dieser Notsituation, dieses Angebot machen zu dürfen und würden uns freuen, wenn Sie Kontakt mit uns aufnehmen. Ja, und es bleibt nicht nur mit dieser Fernmethode, um Reiki ihnen in die Hände zu geben, sondern wir betreuen sie auch nachher. Also ich werde in 3 Tagen meine Klientin wieder anrufen und sie fragen, wie es mit der Selbstbehandlung ging. Und sie hat auch so jederzeit persönliche Betreuung von uns. Und im Idealfall wird sie sich dann in ein paar Monaten, wenn es die Situation wieder erlaubt, werden wir uns in Persona treffen, weil das kann natürlich nicht und soll auch nicht ersetzt werden. Und dann, im Idealfall, wird diese Klientin ein reguläres Seminar mit uns machen. Sie hat sich schon angemeldet. Sehr schön. In diesem Sinne wünschen wir euch einen schönen Tag. Frohe Ostern! Vielen Dank. Tschüss.